criticize leaders of the church, even if the criticism is true. One of the contradictions I see presently in Mormon culture is, on the one hand, we have this long tradition of encouraging knowledge and education, and yet at the same time there's a real anti-intellectual strain that's been there for quite some time. When I was at BYU, Boyd K. Packer had given this speech, and I believe it was meant only for the insiders in the church office building, but it got out, as a lot of things do get leaked in Utah, especially in Salt Lake and Provo, where he basically said one of the greatest dangers to the church were gays, feminists, and intellectuals. And there was a large group of us who fit many of those categories. It was like a slap in the face. It was like, we don't want you. The historian Fawn Brody had emerged from a devout Mormon family in Utah. In 1945, she published a biography of Joseph Smith that was the first to question the divine origins of Smith's revelations and the Book of Mormon. Although she was a niece of church leader David O. McKay, he didn't protect her, and she was excommunicated. In 1950, when Juanita Brooks published the first full account of Mormon complicity in the Mountain Meadows Massacre, she and her husband were shunned by members of their church. Where an intellectual, I think, can get into difficulty is when that intellectual person takes a position and begins either to attack the general leaders or local leaders of the church, or begins to attack the basic doctrine of the church, and does that publicly. Brigham Young's principle was simple. You are either with us or you're against us. If you are part of this people, fall into line, let's move on, and let's build up the kingdom of God, and never forget that all we have is each other. We undermine each other's faith, we destroy ourselves. I received a letter from my stake president. In this letter, I was told that I was not allowed to speak, discuss, publish, write about anything to do with church history or church doctrine, or they would hold a court on me. Those things that they had asked me not to speak about were women in the priesthood and the Mormon idea or the Mormon concept of a heavenly mother. Do not believe that a community can be spiritually healthy when it silences people. And that was my reason for not obeying the stake president in the first place. I told him at the time, I said, I cannot be silent, because for me to be silent is to participate in an abuse of authority and to damage the community that I care about. I tried to come in to defend myself doctrinally by quoting Joseph Smith and by using argument and reason. In the middle of the sentence, the stake president interrupted me and he said, "We will not allow you to lecture us. We will not allow you to use this kind of reasoning again. You are only allowed to speak as we give you permission." Das war ein interessanter und lehrreicher Beitrag. Er zeigt, was bei den Mormonen wirklich abgeht, wie sie mit Kritik umgehen, warum sie Kritik nicht mögen. Jedoch, wenn man vor den Fakten die Augen verschließt, kommt es, dass Menschen körperlich und geistig krank werden. Denn irgendwann holt einen die Wahrheit ein. So geschah es auch mir. Ich habe diese Kirche geliebt. Wirklich sehr geliebt. Ich musste erkennen, schmerzlich erkennen, dass diese Kirche vielleicht hier und da einige positive Aspekte hat, aber im Großen und Ganzen, wie übrigens auch viele andere Kirchen, auf Sand gebaut ist. Und dass die Kirche Jesu Christi, der Heilige der letzten Tage, vieles ist, nur nicht die wahre Kirche Christi. Denn es zeigt, dass Mitglieder
die die Kirche kritisieren, keine Rechte haben. Frau Toscano erzählte zum Beispiel in diesem Film, dass sie vor 16 Männern stand, alleine, niemand bei ihr, der sie unterstützte oder der als eine Art Verteidiger für sie fungierte. Ihr wurde, wie Sie schon gesehen haben, der Mund verboten. Ihr wurde gesagt, so nach dem Motto, entweder du schweigst oder du wirst exkommuniziert. Wohl wissend bei den Mormonen, dass eine Exkommunikation für Mormonen das Schlimmste ist, was sie sich vorstellen können. Und somit ein gewaltiges Werkzeug, um Menschen bei der Stange zu halten. Ich hoffe nur, dass Menschen innerhalb der Kirche, in Deutschland oder anderswo, erkennen mögen, dass es einen Weg hinaus gibt. Und dass es einen Weg auch gibt, innerhalb der Mormonenkirche zu sein. Man muss halt eben nur nicht alles mitmachen und sich sklavisch an die Regeln halten. Dass die Kirche nichts merkt, zeigt allein schon diese Geschichte, die mir vor vielen Jahren passierte. Bei den Mormonen ist es üblich, wenn man einen Tempelempfehlungsschein will, alle 2 Jahre, war es damals zumindest, zum Bischof zu gehen, um den Tempelempfehlungsschein zu verlängern zu lassen. Das machte ich auch. Nur, ich war nicht würdig eigentlich in den Tempel zu kommen. Denn ich hatte etwas getan, was ich hätte nicht tun dürfen. Ich habe nämlich kirchenkritische Literatur gelesen. Das habe ich meinem Bischof verschwiegen. Er unterschrieb den Tempelempfehlungsschein. Und das zeigt mir, allein dieses kleine Beispiel zeigt mir, dass diese Kirche lügt. Denn laut mormonischen Aussagen soll ein Bischof sozusagen der Stellvertreter Gottes in der Gemeinde sein und bei einem Tempelinterview so fungieren, als wäre er Gott. Und wenn jemand lügen würde, würde Gott ihm sozusagen die Wahrheit kundtun. Nun, ich habe gelogen, aber Gott erfuhr nichts davon. Liegt wohl daran, dass der Bischof keine Offenbarung von Gott empfangen konnte, weil Gott nicht mehr spricht. Und so könnte ich tausende Beispiele nehmen, die zeigen, dass Mormonen ruhig in ihrer Kirche bleiben können, aber halt eben alles nicht zu ernst nehmen müssen. Dass sie ruhig auch mal spindeln können. Allerdings finde ich, die bessere Alternative ist, die Kirche zu verlassen. Weil, auch wenn man in der Kirche alles locker sieht, man immer noch einem gewaltsamen Druck ausgesetzt ist. Einem Druck, dem nur wenige sich wirklich etwas entgegensetzen können. Darum, liebe Mormonen, gebe ich euch den guten Rat, verlasst diese Kirche, solange ihr noch könnt. Es wird gut für euch sein, weil ihr werdet selbstbewusster leben, freier leben und ihr werdet auch mehr Geld zur Verfügung haben, denn der Zehnte und andere Spenden an die Kirche entfallen dann. Und ich wüsste schon, was ich mit so viel Geld machen könnte. Wisst ihr es auch?